Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenlernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom zu dit programma Ekjran. Dankeschön, dass du von dir die Radio eingeschaltet hast. Oder für die, die im YouTube sind, haben eine schöne Zeit. Wir sind hier bei meiner Mom und Dad in der Spazierstube, hier in Sommerfeld, Paraguay. Und ich habe meine Schwester Frieda hier. Willkommen, Frieda. Dankeschön, Edward. So, das ist das erste Mal in das Programm, nicht so? Eerste Mal. Sie, dann fällt die Tüse hier bei uns. Und kannst du einmal feststellen, wer ist Frieda? Ja, ik zie Frieda Hildebrand nu. Ik zie vandaag krijg 39 jaar. Mijn geburtsdag is vandaag. En zo, we hebben een familie. Ik zie bevriend. Mijn man is Willy Hildebrand. En we zijn 17 jaar bevriend. In augustus worden dat 18 jaar. We zijn een familie met, we hebben 5 kinderen. Luciano is 13, Corina is 11, Marlene is 8, Ernesto is 4 en Felipe is 2. En we wonen in de kolonie Sommerfeld. Onze arbeid is Maya Akari, Willy is op Akari. En wat hij de laatste 4 jaar mee gedaan heeft, is dat hij met peanuts het geschaft heeft. En ook hebben we een ganz kleine Malcherie thuis op dem Hofner. Wow, so dat is mijn zuster Frieda. Happy birthday ook voor die Geburtstag von dir. Die waren dat wahrscheinlich nicht an diesem Datum hier, wat wir dort gravieren, aber dort ist ja ein Dank. Ich würde einmal sagen, dass Frieda ist meine beste Schwester. So dann konnte bei mir Volk bloß eine aufgänzlich sein, wenn ich habe bloß 2 Schwestern. So, ja, ich kann Monika und Frieda als Schwester, sie sind beides sehr feine Schwestern. Wir wollen von dir über dein Zeugnis reden und wo schon mal bei der Kindheit anfangen, wo wir deine Kindheit? Jo, als ik klein was, ungefähr 2 Jahre, dann habe ich gesungen. Die haben mir das vertelt, ich habe viel gesungen. En wat ik me ervan denken kon, is dat die zei, ik heb immer waren dan af en toe chicle oder caramellos gekregen. En mir is dat een kleine beetje als een herinnering, dat we dan eens eenmaal dat te ver, dat ik dat waren deed, dat ik woorden lied zingen. En wat ik nog zo, wat me denken kon, van de schooltijd, ik zie ook de school gegaan, eerst de dorpsschool, zo in de kolonie. En toen heb ik ook mijn 6 klasse dorpsschool afgesloten. En nachher, als de dorpsschool te eng weer, wie ik meest 14 jaar. En heb toen dan de gelegenheid gehad. Dat vangt dan hier aan, dat ook dat het wordt met een school geven, waar ik weer studeren kan, waar ik dan mijn eerste klas, de eerste klas centraalschool wil merken kennen. En heb dan ook 4 klasse Hochschule merken. En dan hebben we, als we de 11e Klasse fertig hadden, dan zeiden we, nu zijn we een groep Schüler, wat hier fertig zijn, en wie weer te 6. En dan, als dat te eng weer, zeiden we, wordt goed zijn, dat we de 12e merken kunnen, maar die gaat dan hier in Sommerfeld nog niet. En dan weer de idee dat een paar van de studenten zeiden, zij willen in Ascension. En wo ik dan over zei, we hadden niet de gelegenheid op een stad te wonen, waar een internaat was, sondern waar de jongens top wonen worden. En ik entsloot me dan dat ik voor de Bibelschool wonen. Zie dan 1 jaar in Santa de Bibelschool gegaan. Sehr interessant het leven. Wir waren ein klein bisschen trägeriepen einmal und seine, wo kommt das mal ein Tag, dass Jesus fängt, Sarah? Ich sage eins mal, dass er die fängt. Wo traf sich das? Dort wir auch ein besonderes Erlebnis. Wie wir auf eine Jungschar-Freizeit. Die Jungschar-Freizeit wird angeboten von einer Gruppe. Und du hast ich die Gelegenheit, dass ich mitmerken, dass wir für mich in Wesset was nicht. Aber die Redner, die hat die Geschichte, die biblische Geschichte, was die uns erklären, und dann wie eine Begebenheit, dass wir wie so Büte
hadden een krans en door weer 4. En hij gaf door de gelegenheid, hij zei, wer Jesus noch nicht kennen deed, oder wer Jesus nicht im Harte hat, der hat von der so alles die gelegenheid, der kann abstehen. En ik wil me zeggen dat ik weer damals 14 jaar, ik had immer waren dit al gehoord bij ons, oder ik had ook immer waren mal thuis, dit zeggen had wie dit geleerd, dat we willen Jezus gehoorzaam zijn, aber dit persoonlijk mal gedaan, had ik niet gedaan en had de gelegenheid aan op jongschap me te betieren. Einmal met den Prediger dat klar, die erklärt mir die Sache, dat wenn ich meine Sünde bezahlen deed, dann wir Jesus treu en vergaf mir die en ich kann ein reines Hart haben, aus einem 14-jährigen Jahr. Sehr interessant. So, was mich auch immer sehr interessiert, ich habe ein klein bisschen miterlebt, wieder noch ein kleiner Junge, ich bin jünger als du. Wo deine Jugendzeit anfängt, oder wo wäre deine Jugendjahre mit, vielleicht mit den Jungs, oder mit den Leuten, oder auch in der Jugend, wo wäre das? Ja, dat erst nochmal war eine besondere Zeit, wo ich mich gut denken von kann. Also dat erst eine Zeit lang drei, aber wenn ich so denke, dann erst das noch gar so lang drei. Wenn du sind Sachen, die blieben einem doch ziemlich gut im Gedächtnis, und wo ich sagen kann, was mir geholfen hat, an erster steht, Ältere zu haben, die einem den gouden Weg weisen wollen. Dat is een geschenk. En Mom en Dad, die zeiden, zij wenschten zich, wanneer ik ook in de jugend aankom, dat we bij ons mode 15, dan kunnen we ganz, dan weer we vrij. Dan weer het klaar, dan irgendwie op een avond, besonders om werken in de jugend. En ik heb damals, kon ik me denken, dat ik vroeger me dacht, dat wat Mom en Dad zeiden, dat we eind, en hier ben we over vragen wat andere. En dan moet immer waar zich voor een zaak entscheiden, dat wat ik gleich wat kan gehoorzaam zijn, en dat is aber niet zo einfach. Aber wat ik toen met zei, wel, Mom en Dad zeiden, wanneer we 15 jaar werden, wünscht, oder zij worden ons door te roden, nicht verschwinden in Noviohan. So, mir hat das geholfen für meine Entscheidung, dass ich auf einmal sagen, ich will warten, dass ich auch rieb sie, und dass weiter kann, das Jung, was ich mir frei will, das ist das, was Gott mir Taufe oder was wir können Taufe haben. So, dann irgendwann dann nimmst du auf einmal doch eine andere Entscheidung, wenn auch bei Jungen, dass die Janka sagen, du wir dann auf einmal sitzt, du wirst lieber ein bisschen warten. Wo alt wirst du dann, als du den Mann fängst, was von der, den Ehemann ist und der Führer von jungen Kinder, wo alt wirst du dann, oder was passiert dort? Dann wie ich 20 Jahre. Ich habe dann al eingestellt in der Jugend mitgearbeitet, als wir hadden immer als Jugend ein Komitee, du konnte mitschaffen. Du wir eine Gruppe Jugendleiders, die haben auch immer waren unterstellt, dass einer kann Mut haben, wenn einer würde vielleicht fragen sie sei, einer Tag fragen so mit 20 Jahren, das ist al älter. Und ich würde sagen, ich habe nicht verspielt, dass wir können warten bei 20 Jahren, weil ich erkannt uns auf eine besondere Gelegenheit damals nach dichter Tjane gelehrt, ab zwar wie wir in eine Jugendgruppe, und wo wir auf einmal das Gefühl haben, wir haben manchmal als Jugendliche sehr wie auch Rütje fahren, aus einer Gruppe, entweder wir dort eine andere Gemeinde ein Programm bringen, mithelfen, wo wir dann mithelfen deden. Und eines daraus, wir die dachten, wo wir sehen, hey, fängt was Besonderes an mir, was am gefällt. Und kann das gleich getreten, will ich sagen. Dort, was wir, so wir, und dort, was auch seine Eigenschaften, die wäre für mich immer was Besonderes. Und du wir den Moment, dass wir können sagen, wie wollen von unsere Liebschaft anfangen. Und dann fängt es an. Und ich glaube, das kann ich auch gut sagen.
Dann wird es auch gekriegt, wo ich dann mich entscheide, dass ich von einem Center gehen. Das nächste Jahr, wie nicht taub aus Pareja, weil ich schon von Sommerfeld in der Kolonie, wo wir wohnen, 100 Kilometer auf. Und ich bin in eine andere Richtung in Asunción oder in San Lorenzo im Center und habe dann ein Jahr studiert. Und auch 200 Kilometer auf wir von da, so dass wir 300 Kilometer ineinander. Ja, wir wären ganz miteinander und vielleicht würde ich sagen, aber sehr dicht. So wie damals mit dem Phone und alles, wie nicht so ist von da. Aber trotzdem, wir sind durch Probe gegangen. Ich würde sagen, wir haben uns trotzdem in dieser Zeit keine geliebt, würde ich sagen, und Schatze geliebt. So, dann befriedigen irgendwann ja Lothar? Ja, wir dann ein Jahr, als wir dort Jahr im Center wir, haben wir dann immer waren uns zu wenst getroffen. Wir sind immer waren heiß mir mal besuchen gekommen. Ich konnte war 3 in Haus kommen mal ein Werken eng. Aber das andere Jahr in 2000 wir dann in August wir uns oder wir haben Anfangsjahr davon geredet, dass wir haben den Wunsch, wir glaubten, wir können uns dort ja befreien. Und an 2000 im August wir uns 5. August wir uns Castingstag. So, sehr schön von dir hier, Frieda. Ich würde die Frau wählen nach wie ein Schluss merken, als du wirst den Jugendlichen oder ernst die jungen Menschen ein Mutmerken das Wort haben, was du entgeben kannst. Ein Mutmerken Wort geben. Sehr jaren. Ich denke mir so, dass was immer war, wo wir den Mut schrieben haben, es waren dort auch vielmals Tiere in der Jugend, wo eine Frau hat. Und einer, der fragt auch nicht in der Bibel fängt. Dann sind immer waren Menschen, die sich brücken lassen von der Bibel, dass die das Wort Gottes verstehen, und wo einer kann den Menschen Zugang haben und sagen, also das ist mir heute, das ist meine Frau, was ich habe, so eine Halbheit als Jugendliche auch gekriegt, und ich sehe, wann wir Frau haben, wo ich immer war, den Rat wiedergeben, die Frau, die auch andere Jugendliche auf dem Horte sind. Sehr vielen Dank, Frieda, für dein Zeugnis und auch für deinen Rat. Ich schätze dich sehr viel aus meiner Schwester und du wirst uns sehr viel wird in der Familie. Nach einmal möchte ich dir einen guten Geburtstag wünschen, krieg von dir heute wieder abnehmen. So viel Mut für dein Leben und dort möchte ich dir, glaube ich, Jugendliche wünschen. Viel Mut, Kampf, mutig, fairer Weich, vielleicht ist es Zeit, dass du nie mit einem Jungen anfängst oder mit einem Mädel anfängst, aber vielleicht ist es noch ein Stück Lothar, so ist es bei Frieda damals wir. Über alles mache ich die Gottes sehen wünschen und haben eine schöne Weg. Gottes sehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.